Hallo und herzlich willkommen zurück beim lustigen Unterwasserspaß mit Nessa. Heute wieder dabei aggressive Haie und leuchtende Fische. Wir sind wieder am Basisbau oder immer noch und ich versuche weiterhin mit diesem etwas rudimentär ausgestatteten Metalldetektor Silber zu finden. Oh, das war nicht so geplant. Du bist es nicht. Gott, da ging mir jetzt dezent der Aas auf Grundeis. Wisst genau, wovon ich rede? Ja, also es gestaltet sich mit diesem Ding ein bisschen schwierig, weil man hier immer nur diesen kleinen Punkt hat. Und der auch irgendwie zu wandern scheint, je nachdem, wo man hingeht. Das ist ein bisschen merkwürdig. Und außerdem, ich meine, schaut euch die Batterie an. Jetzt habe ich hier drauf gedrückt. Puh. Aber ich muss das erst noch mal kurz auftauchen. Ja, es fehlt zu unserem Glück nämlich leider noch ein Silber, damit wir die Batterien in Zukunft laden können. Das müsste dann auch eigentlich gleich für 4 Batterien gelten. Sodass wir also... sodass wir also nie wieder out of batteries sind. Weil ich habe ja mittlerweile genügend hergestellt, die sind halt bloß im Moment alle leer. Eigentlich das einzige Problem dabei. Also anscheinend ja hier irgendwo, ne? Aber wo genau? Wo bist du, mein Silbererz? Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Und es war Titan drin. Ja, wunderbar. Das ist ja genau das, was ich brauche. Habe ich jetzt Titan eingesammelt oder Silber? Oxygen. Ja, heute ist mal wieder ein bisschen bessere Sicht. Sieht man... Das ist ein Eisklotz da drüben. Ich brauche Wasser. Ne, ich habe tatsächlich das Titan eingesammelt. Kann das sein? Waren wir jetzt da unten? Ja, hier eigentlich, ne? Vielleicht war es aber auch Titan. Ja, ein Silber. Das reicht jetzt noch nicht zu unserem Glück. Wehe, du rollst weg. Okay. Lalala. Jetzt mal schnell in die Basis und dann können wir nämlich das Ganze wieder etwas schneller angehen. Und ich brauche noch einen Blasenfisch hier. Da habe ich jetzt aber keinen Platz mehr. Kümmere ich mich gleich drum.
Welcome aboard, Captain. Captain. Okay, was wollte ich machen? Ich wollte das machen. Und dann wollte ich... nee, hiervon eigentlich nichts. Sondern... Auch schon wieder nur 76%, ne? Es ist... Finally, a device that can put to good use those rechargeables lost to the back of the catch or drawer. Ja. Ich will mal ganz kurz was gucken. Okay. Gut. Das heißt, wir können jetzt... Ja. Zack. Die anderen sind, glaube ich, alle noch drüben in der alten Basis. Okay, und es geht auch einigermaßen schnell, ne? Okay, jetzt packen wir das da alles rein. Die Dekoration kann man zumindest einen Teil schon mal aufhängen. Mach ich mal auf die 5. Okay. Ah, mit rechts. Ja, warum nicht? Ein Teil wird hier nachher natürlich wieder wegkommen an Wänden, weil das dann Türen werden. Zu anderen... zu anderen Bereichen der Basis. Wobei, das kann ich eigentlich nicht guten Gewissens hier aufhängen. So, noch eins. Jetzt haben wir schon wieder keinen Platz mehr hier, ha? Ah. Also je nachdem, wie groß das andere hier ist. Vielleicht können wir auch das... Ja, doch. Ja. Ne, so ein bisschen Heimlichkeit kehrt so langsam ein. Das ist sehr schön. Gut, dann packen wir das wieder auf die 5. Das brauchen wir nämlich relativ oft. Und dann geht's weiter mit, nicht mit Deko. Soweit sind wir noch nicht, sondern... Also, sagte sie, die gerade Deko aufgehängt hat. Sondern mit Bauen hier erstmal. Ich muss mir das mal von außen angucken. Also ich wäre prinzipiell dafür, das alles gerade wegführen zu lassen von vorne. Weil wir sonst einfach, glaube ich, strukturelle Probleme bekommen. Also die Wand ist ja belegt, das heißt, hier könnte man jetzt rausbauen. Ich möchte das eigentlich gerne mit Glas machen. Es hat halt nicht viel... Stabilität. Schauen wir mal. Glas. Zack. Es sieht halt schöner aus, weil man dann die Umgebung noch sieht. Vielleicht müssen wir dann an anderer Stelle nachbessern. Jetzt brauche ich aber erstmal wieder einen Blasenfisch. Oder auch möglichst nicht nur einen. Das Gute ist, die sind ja hier auch, also nicht nur an der alten Basis. Und auch ansonsten gibt es hier genug zu essen, die sind ja auch sehr gut. Kriegen wir da jetzt auch keine Probleme.
Wo bist du, mein Blasenfisch? Ich kann halt einfach mal diese Gravitationsfalle jetzt noch rüberholen. Dann ist das sowieso alles kein Problem mehr. So, zack. Und zack. Und zack. Und zack. Dieses Geräusch brennt sich so in das Gehirn ein. Ah, jetzt haben wir keine Energie mehr. Ja, brauchen wir also noch ein bisschen mehr, noch ein bisschen mehr Solarzellen, ne? Was eine gute Gelegenheit ist, um das anzupinnen und stattdessen das hier wegzumachen. 2 Titan, 2 Quarz, 1 Kupfer. Ich glaube, das kriegen wir gerade noch hin. Ja, also es ist jetzt nicht das Allerschönste hier oben drauf, das muss man zugeben, aber es könnte auch schlimmer sein. Oder ich mache jetzt das noch gegenüber und dann können wir später auffüllen und dann ist irgendwann wahrscheinlich 4 Stück. Mindestens. Also ich denke, je größer die Basis wird, desto mehr Bedürfnis haben wir da. Gut, dann den letzten Fisch noch fertig machen. Oder habe ich den jetzt schon gegessen? Aus Versehen? Kann das sein? Ja. Ja gut. Dann 2 Glas. Ja, meine Energie füllt sich auch nicht wirklich auf, ne? Müssen wir mal wieder ein bisschen was futtern hier. Hallo? Komm schon. Ein ewiges Herumgegrinde hier. Aber wir sind ja vorangekommen. Ich will mich jetzt nicht beschweren. Bei denen, die hier in den Schwärmen unterwegs sind, weiß ich übrigens gar nicht, ob wir Individuen überhaupt fangen können. Das sieht immer so ein bisschen aus, als würde das nicht gehen. Tausend Blasenfische. Mist. Wir brauchen diese Gravitationsfalle wieder. Das ist... Es ist kein Zustand. Okay, 150 Energie, das klingt schon mal besser. Sie kann es einfach nicht lassen. Also dann jetzt mal fix hier das Glasmodul dran gebaut und dann holen wir mal die Gravitationsfalle und so ein paar andere Sachen noch von drüben. Okay, also da geht's schon mal nicht hin, aber da ist ja jetzt eigentlich eine Posterwand. Ich hoffe, die Poster sind jetzt nicht weg. Ich muss erstmal gucken. Also das ist zwei Platz und dann eine. Ah doch, das ist wohl das Richtige hier. Ja, dann können wir das machen. Das ist okay. Das heißt, das geht schon mal automatisch nicht dort dran, wo man schon was gebaut hat. Also hier zum Beispiel jetzt. Das finde ich ja schon mal gut. Ja, das sieht definitiv aus. Höhenstärke ist 5,8. Ich weiß nicht, was da ein guter Wert ist. Ich glaube nur, ich habe leider nicht mehr genug Glas für das zweite jetzt. Kann es sein, dass ich die Luke irgendwie an den falschen Ort gesetzt habe?
Weil das mir jetzt hier so ein bisschen komisch vorkommt. Da müsste eigentlich noch eine Wand frei sein, aber vielleicht habe ich da aus Versehen... Welcome aboard, Captain. Ja, die müsste eigentlich frei sein. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht ging. Ja, das meine ich. Das meine ich. Sehr gut. Okay, das heißt, als nächstes können wir da den Scannerraum hinmachen. Was sagt denn die Batterie mittlerweile? Die ist fast voll. Nehmen wir jetzt mal raus und packen... ausrüsten, was? Achso. Und packen die... hier rein. Ist jetzt da wieder eine leere? Ja. Gut. Es geht voran. Bin begeistert. Ja, unser U-Boot wird dann hoffentlich auch nicht für immer da hinten liegen. Das muss man halt auch irgendwann mal noch angehen. Aber ich möchte jetzt eigentlich gerne die Basis so ein bisschen bewohnbar machen und das Wichtigste mal da geklärt haben, dass man dann weitermachen kann. Auch so in Sachen Diamantensuche und so, weil wenn jetzt da 2 Baustellen offen sind, ich weiß, wie das ist, dann kriegt man keins von beidem fertig. Also, jetzt zum einen mal die Falle einpacken. Na, da gehen die Fische dann nicht mit. Also die werden dann automatisch wohl wieder freigelassen. Jetzt haben wir noch einiges an Platz. Vielleicht können wir dann hier mal noch... das mitnehmen. Die Kiste mitnehmen. Wir brauchen auch keine Kiste hier lassen eigentlich, weil... ups. Da drin ist ja im Inventar ist ja Platz. Also hier drin, ne? Und das ist so viel, also da brauche ich jetzt eigentlich nicht noch eine andere Kiste dann. Hier lassen müssen wir dann Twisty Bridges. Ich frage mich aber schon, warum hier die Basis nicht extra angezeigt wird. Naja. Und kommt mir das nur so vor, da ist das Ding furchtbar langsam geworden hier. Ja, jetzt nehmen wir die mal. Aber wir haben keinen Platz. Jedes Mal. Und dann können wir die mal neben die Basis legen. Wie gesagt, ich bin immer noch erstaunt, wie das möglich ist, mit nur einer Tür diesen Druckausgleich zu machen. Aber okay. Batterie rein. Und dabei ist es gar nicht so gut, Batterien komplett zu entladen, ne? Also, dass wirklich 0% drin ist. Und schon ist der erste Schrank wieder fast voll. Ja, Moment mal, das können wir vielleicht... Ja doch, das sind nur Mineralien und Korallen. Vielleicht mache ich auch die Korallen einfach noch zu den organischen Sachen dazu. Da haben wir 2 von, weiß ich jetzt nicht, ob wir die alle brauchen. Ja, so. Ich bin sehr zufrieden, wie sich das hier entwickelt. Hier ist auf meinen Nacken.
Nach dem gestrigen Stream habe ich den dann noch schön bewegt. Ich keine Probleme hier bekomme. Alles immer nur Kupfer, also... Ich glaube, für Energiezellen gibt es später auch ein Ladegerät. Das haben wir aber noch nicht. So, weitere Tischkorallen und eine Box. Und von hier drin... Ach so, die andere Box. Ja gut, ne? Einmal müssen wir dann noch. Oder? Ja, trotzdem. Ich frage mich, wieso die auf die Idee kamen, das jetzt so umzubauen, dass diese Seemotte plötzlich die Seebahn wurde mit anhängbaren Containern. Das habe ich auch noch gar nicht gelesen in irgendeinem Development-Blog oder so, aber vielleicht habe ich das auch übersehen. Ja, das ist schon schön. Ich würde das auch gerne auf Ultraweitwinkel spielen. Mit dem neuen Monitor, den ich habe, geht das ja, aber das macht natürlich für YouTube keinen Sinn, weil die Auflösung dann halt total verzerrt ist. Okay, was irgendwie immer noch nicht zu gehen scheint, ist die Benennung von Schränken. Dass man eben von außen schon direkt sieht, was da drin ist. Also da muss man Schilder wahrscheinlich aufstellen. Ja gut, wenn es jetzt hier sowieso nicht weitergeht, dann kann ich hier eigentlich auch noch einen Schrank hinstellen, ne? Ich habe nur kein Titan mehr in der Tasche wahrscheinlich. Ja, Quarz und Titan. Ja. Ups. Machen wir das gleich richtig. So, dann können wir... Ja, fast symmetrisch. Oh nein, jetzt habe ich die Poster verdeckt. Upsi. Da werden wir auch später noch woanders Platz haben, um das aufzuhängen. Aber jetzt so fürs Erste. Okay, man kann es auch viel größer machen, wa? So. Schon besser. Gut, also Mineralien, organisches Zeug, Produkte. Batterien mache ich jetzt gleich ins Ladegerät. Und eins noch irgendwie für Essen und so einen Kram. Wieso habe ich 2 Konstruktionswerkzeuge? Habe ich etwa letztes Mal schon hergestellt und es ist mir nur nicht aufgefallen. Kann es sein? Ich will darüber gar nicht so genau nachdenken. Oh man. Okay, so. Zack, zack. Wunderbar. 4 Batterien. Also außerhalb von den eigenen Gerätschaften hier. Das passt doch perfekt.
Dann, nein. Gravitationsfalle wieder aufstellen. Mal gucken, wo da ein geeigneter Ort ist. Hier scheint immer viel los zu sein. Und schon geht's ab. Ich meine, es tut... Habe ich die gerade wieder in die Hand genommen? Na toll. Ich meine, es tut mir auch leid für diese Fische, aber... Das Spiel lässt mich leider anders nicht überleben. Ich würde auch lieber meinen gefilterten Urin trinken. Aber das kommt auch später noch. Also zumindest in einem anderen Spiel kam das ja, dass man dann... dass man dann so einen Anzug hat. So. Sehr gut, okay. Welcome aboard, Captain. Captain. Ist auch mal was anderes, muss ich sagen, mit einer Basis, die, also wo unten drunter noch so viel los ist. Es ist nicht wie in den seichten Gewässern, wo man genau weiß, wer da unterwegs ist. Da ist schon mal ein bisschen mehr Unsicherheitsfaktor dabei. So. Dann einmal Futter und dann nochmal rüber und die letzten Sachen holen. Kann ich noch irgendwas weglegen? Ja, den zum Beispiel, das zum Beispiel. Reparieren kann ich es unterwegs eh nix. Also wahrscheinlich. Und ein weiteres Konstruktionswerkzeug, wo man sich einfach fragt, warum? Ach ja, die Boje. Wo ist die Boje? Da. Zack. Ja, das sieht schon cool aus hier. Da fällt irgendwie immer sowas ab. Bin ich ja ein bisschen... Oh, falsch. Bedenklich. Ich möchte ja nicht zur Verschmutzung der Ozeane beitragen. Also stellt euch das mal in VR vor, weil Subnautica in VR habe ich auch immer noch nicht gespielt. Ich weiß noch nicht, ob ich das auch so hinkriege, weil das ist schon wirklich nochmal was anderes in der 3D-Umgebung. Also, klar, jede VR-Umgebung ist dreidimensional, aber eben in einer Umgebung, in der es keinen festen Boden gibt, sich zu bewegen. Aber ich würde es wirklich gerne ausprobieren, also werde ich auch definitiv noch. Weil das einfach nochmal ein ganz anderes Gefühl ist. Was ist denn hier für eine Fliege unterwegs? So, und den einen lassen wir jetzt hier, weil der ja sowieso nicht schlecht wird. Und das ist dann für alle Fälle. Und dann würde ich gerne noch ein Wasser hier lassen. Gut, und dann würde ich sagen, ja, adieu. Schöne Kapsel, es war nett mit dir. Wir vermachen uns. Und sind ja auch gleich in der richtigen Richtung für hier für die Seebahn. Glas ist schon wieder leer. Heieiei. Muss auch gleich mal was zu essen machen. Also, nach dieser Folge. Ist schon wieder Mittag. Es geht so schnell. So. Dann, zack. Huch. Ach, es ist so schön.
Schneeball zähle ich jetzt einfach mal als organisch. Und ein Futter. Okay. Jetzt, Scannerraum, 5 Titan, 2 Kupfererz, 1 Gold, eine Tischkoralle. Oder halt erst ein Observatorium, das ist die Frage. Oder ich mache das zuerst. Ein Lithium, 3 Titan. Ich habe nur ein Lithium. Ich habe doch so viel gesammelt. Dachte ich. Aha. Das hat auf jeden Fall was gebracht. Auch hier zur Sicherheit das weg. Aber ich glaube, ja, wir haben ja jetzt kein Lithium mehr, ne? Ah, das ist so ein... Okay, so ein quadratisches Ding. Ja, Scannerraum wäre eigentlich als nächstes gut. Also 5 Titan, 2 Kupfererz, 1 Gold, eine Tischkoralle. Ups, falsches. Ein Gold, 2 Kupfererz und eine Koralle. Ich weiß noch nicht, ob ich den jetzt von hier drinnen bauen kann. Ja. Mehr oder weniger. Okay. Ja, es, mal schauen. Es gibt ja später noch andere Räume, glaube ich. A scanner room will allow you to survey the surrounding region for anomalies and rare resources like copper and aluminium oxide, and titanium if you need help finding it, for whatever reason. Aus welchem Grund auch immer. Ja, vielleicht war das ja auch nicht so klug, weil jetzt muss ich halt... Also ich will ja hier dann noch rausbauen. Und dann muss ich die Verstärkung eigentlich woanders hin machen. Naja, eins nach dem anderen. Jetzt gucken wir mal. Eine Kameradrohne muss ich dann noch machen. Magnetit haben wir noch nicht. Ja, das ist dann für später. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt ehrlich gesagt unbedingt gerade notwendig ist. Haben wir andere Probleme. Außer wir finden halt jetzt Diamanten damit. Ja, komm. Was soll's. Müssen wir jetzt doch eine von unseren wertvollen Batterien hier opfern. Ein Computerchip. Ein Glas, ein... ja. Zack, zack. Ein Kupferdraht, ein Gold. Dann haben wir schon wieder kein Gold mehr.
So schnell kann es gehen. Mache ich das hier? Wahrscheinlich schon. Nicht? Oder muss ich das an der Fahrzeugstation machen? Mal gucken, wo das hier gelistet ist. Die Drohne. Ach ja. Das hier auch noch. Ja, bei Scannerraum Erweiterung, aber... Oder ist das an der Modifikationsstation? Man weiß es nicht so genau. Oder ich weiß es nicht mehr. Ja. Richtig schöne Bilder. Oh mein Gott. Okay. Soll das einen Diamanten anzeigen? Auf jeden Fall sind die sehr tief. Und man erkennt halt nichts. Also ich muss dieses, Ach, hier, Fabrikator. Ich brauche halt das hier eigentlich. Damit ich sehe, wo ich die Sachen finden kann. Computerchip, Magnetiten. Magnetit weiß ich ja auch nicht, wo der ist, ne? Da geht's schon wieder los. Machen wir mal das. Weißes Gebiet. Ja, danach kann ich gar nicht suchen. Warum auch immer. Naja. Okay. Dann ist das halt für später. Jetzt machen wir mal... Gut, dann Kreislauf, Tauchgerät. 2 Silber, das sehe ich ja jetzt schon wieder, dass wir das brauchen und nicht haben. Und... das haben wir. Und dieses komische, das will ich nochmal kurz gucken. Fasergewebe, Schlingpflanzenprobe. Das haben wir auch nicht mehr. Da muss ich mal schauen, wo da die nächste ist. Die habe ich auch schon lange nicht mehr gebraucht. Tendenziell würde ich sagen, eher hier in diese Richtung, weil da ja dann die Küste kommt. Aber ich glaube, hier sind auch schon welche. Jawohl. Aber hier ist auch, glaube ich, schon bald die Küste, ne? Wenn ich mal kurz gucken kann. Ja.
Dass man zumindest so ein bisschen den Überblick hat, wo man hier ist. Das ist auch so schon schwer genug. Einmal. Ach, das Poster habe ich auch noch dabei. Na, herzlichen Glückwunsch. Kann ich es gleichzeitig schaffen, mir ein Glas Wasser einzuschenken und hier nicht drauf zu gehen? Scheint zu klappen. Okay. Welcome restored, Captain. All primary systems online. Okay, war da zwischendurch die Energie leer wegen dem Scanner oder? Man weiß es nicht. So. Ja, hier würde ich eigentlich gerne noch anbauen. Ich weiß nicht, ob das geht. Also müsste eigentlich. Aber jetzt ist halt da die Verstärkung, also die kann man jetzt irgendwie nicht mehr wegmachen. Naja, zack. Ja, das ist eigentlich ein bisschen doof, ne? Die sollte man am besten immer gleich verarbeiten. Sonst ist da gar kein Platz mehr. Mach ich mal noch 2 von denen. Und jetzt fehlt halt noch... hier. Okay, auf eine verstärkte Wand geht es auch irgendwie nicht, wohl? Upsi. Ja, bisschen chaotisch jetzt, ne? Aber ist ja egal. Und wieder einmal haben wir Durst. Also Blasenfische, oh, ihr seid dran. Und eigentlich auch alle anderen Fische, ehrlich gesagt. Zumindest mal 2. Wie der guckt, ey. Er hat echt keinen Bock. So, zack. Klick. So. Wunderbar. Die Kameradrohne... Ach, muss ich die nicht irgendwie... Ich muss die doch irgendwo festmachen. Ich glaube draußen. Jetzt können wir mal gucken. Ja, die sitzt dann normalerweise, genau, draußen hier irgendwo dran. So, wunderbar. Ich sehe hier aber jetzt nicht automatisch die Integrität der Hülle, ne?
Also, scheint mir. Naja, also, jetzt brauchen wir wieder Silber. Mein Lieblingsmineral nicht. Und es ist wieder Nacht, was dafür am besten ist, nicht. Aber egal. Nicht. Wir gucken jetzt mal. Ich weiß auch nicht, ob die an den genau gleichen Orten immer neu spawnen. Die Kristalle hier. Oder Ablagerung. Ja, ich weiß nicht, ob meine Theorie da aufgeht, dass es wirklich irgendwie eine Rolle spielt, wo man da ist an der Pflanze. Dass man dann je nachdem eben mehr oder weniger Sauerstoff abbekommt. So ein bisschen das Gefühl, dass das zufällig ist. Mittlerweile. Ja, wenigstens noch einigermaßen viel Platz. Warning. Parsing warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ja, ja. Oh. Deswegen ist es immer wichtig, das auf der Schnellwahl zu haben. Sonst passieren hier Dinge. Das ist nicht gut. Hier. Und es ist Titan, ey. Ach, aber jetzt merke ich mir mal hier bei so einer Sauerstoff. Weißt du? Und 96 Meter entfernt von meiner Kamera. Das ist auch eine wichtige Information. Ich frage mich halt, ob das vielleicht geht, dass man die Kamera rumschickt. Und wenn man dann was gefunden hat, dann lässt man die einfach dort und findet halt dann die Kamera. Was einem natürlich ersparen würde, die ganze Zeit Sauerstoff zu verbrauchen und alles. Vielleicht können wir das mal probieren. Ich meine, keine Garantie, dass das besser funktioniert, aber... Weil je nachdem, also wenn die Kamera auf der Karte auch angezeigt wird vom Scanner, dann könnte man sich ja zumindest da zurechtfinden.
Weil so könnte ich mir jetzt unmöglich merken, wie ich da hinkomme. Also das, was ich auf der Karte da sehe, das ist ja nur eine schematische Darstellung. Ja, also ich finde jetzt hier nichts. Ich würde jetzt mal sagen, wir probieren es mit der Kamera aus. Zack. So, was? Das sieht irgendwie falsch aus. Ah, okay. Also das scheint wirklich zu funktionieren. Ist halt nur doof natürlich, wenn die zwischendurch Energie verliert und dann irgendwo am Arsch der Welt ist und man sie zurückholen muss. Aber man sieht deutlich mehr als wenn man selbst hier rumgeht. Ich weiß nicht, wie tief die kann. Und ich kann die irgendwie nicht drehen. Warte mal, der ist in der Nähe. Das finde ich so ein bisschen seltsam. Also ich kann nicht mit A oder D den jetzt irgendwie drehen. Schock mich doch bitte nicht so. Okay, das verbraucht zu viel Energie. Oh Gott. Jetzt warte ich mal kurz, bis das wieder hergestellt ist. Ich werde demnächst nochmal eine Solarzelle bauen, ne? Hei, hei. Ja, vielleicht kann ich auch das gleich machen. Was brauche ich denn? Ist machbar, würde ich mal behaupten. Huch. Nicht schön, aber zweckdienlich. Zack. Welcome aboard, Captain. Aha. Kann es sein, dass jetzt das Diamantensignal weg ist? Natürlich. In der Zwischenzeit mal schauen, ob es ansonsten irgendwas Sinnvolles hier gibt. Ah ja, zum Beispiel hier. Dann bleibe ich schon mal hier stehen. Wo ist sie jetzt? Die 1. Ah, da hinten. Mal kurz auftauchen. Oh, die Batterie ist fast leer. Habe ich noch eine? Natürlich nicht.
wir mal schnell noch. Nein. So, jetzt aber. Aha. Okay, also allein dafür war es schon gut. Jetzt schauen wir mal, ob wir dieses Diamantensignal nochmal kriegen. Das müsste jetzt ja eigentlich mal fertig gescannt haben. Ich hoffe halt nicht, dass die Batterie jetzt, also dass hier gleich wieder die Basisenergie leer ist und dass es dann wieder verschwindet. Ja, es ist nicht mehr lange Zeit. Ich muss mich beeilen. Es ist nur noch 80 Energie. Aber der hier wird nicht mehr angezeigt, jetzt wo ich hier hingegangen bin. Ich weiß nicht, ob wir das noch schaffen. Ja. Das ist ja wohl eindeutig mal ein Glitch. Aber gut, hier sind Diamanten und das nicht wenige. Ich hoffe, die Kameradrohne überlebt das. Ich weiß nicht, ob wir das überleben, weil das halt mitten in dieser Feuerdings da ist. Ich würde deshalb jetzt mal lieber vorher nochmal futtern. Und speichern auf jeden Fall. Ich weiß zwar ehrlich gesagt gar nicht, ob das was bringt, also ob das Einfluss hat darauf, welchen Spawnpunkt man wieder hat, wenn man stirbt. Aber probieren wir es aus. Und zwar Cliffhanger der Woche in der nächsten Folge, denn sonst wird das hier zu lang. Und ja, es wird ja noch einige Action wahrscheinlich dann nötig sein, bis ich da zum Diamanten komme. Deshalb würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin eine schöne, gemütliche Weihnachtszeit oder was auch immer jetzt gerade ist, da diese Folge erscheint. Und ja, bis dahin. Tschüss und auf Wiedersehen.